Gefühle. Heute möchte ich euch von den Gefühlen einiger Menschen erzählen, die ich kenne. Heute möchte ich euch von den Gefühlen einiger Menschen erzählen, die ich kenne. Meine Freundin Tina fühlt sich heute sehr aufgeregt. Sie hat ihr Visum für Schweden bekommen und fliegt bald dorthin zum Studieren. Sie freut sich auf das neue Abenteuer, aber sie ist auch ein bisschen nervös, weil sie ihre Familie und Freunde vermissen wird. Meine Freundin Tina fühlt sich heute sehr aufgeregt. Sie hat ihr Visum für Schweden bekommen und fliegt bald dorthin zum Studieren. Sie freut sich auf das neue Abenteuer, aber sie ist auch ein bisschen nervös, weil sie ihre Familie und Freunde vermissen wird. Mein Freund Tom fühlt sich heute traurig. Er hat Probleme bei der Arbeit. Es gibt viele Schwierigkeiten, und er fühlt sich müde. Aber er bleibt ruhig, weil er weiß, dass er die Probleme lösen kann. Mein Freund Tom fühlt sich heute traurig. Er hat Probleme bei der Arbeit. Es gibt viele Schwierigkeiten, und er fühlt sich müde. Aber er bleibt ruhig, weil er weiß, dass er die Probleme lösen kann. Meine Schwester Nina ist sehr glücklich. Sie hat einen neuen Job bekommen, den sie schon lange wollte. Jeden Tag geht sie mit einem Lächeln zur Arbeit und ist stolz auf sich. Meine Schwester Nina ist sehr glücklich. Sie hat einen neuen Job bekommen, den sie schon lange wollte. Jeden Tag geht sie mit einem Lächeln zur Arbeit und ist stolz auf sich. Ein guter Freund von mir, Peter, fühlt sich entspannt. Er geht gern in seiner Freizeit im Park spazieren. Heute hat er einen freien Tag und genießt die Natur und die frische Luft. Ein guter Freund von mir, Peter, fühlt sich entspannt. Er geht gern in seiner Freizeit im Park spazieren. Heute hat er einen freien Tag und genießt die Natur und die frische Luft. Mein Kollege Tim ist etwas enttäuscht, weil er nicht in den Urlaub fahren konnte. Deshalb musste er die Reise absagen. Mein Kollege Tim ist etwas enttäuscht, weil er nicht in den Urlaub fahren konnte. Deshalb musste er die Reise absagen. Meine Freundin Sophie ist heute sehr wütend. Sie musste im Supermarkt lange warten und dann hat jemand ihren Platz in der Schlange genommen. Sie konnte sich kaum beherrschen, aber sie blieb ruhig. Trotzdem ist sie immer noch ein bisschen verärgert. Meine Freundin Sophie ist heute sehr wütend. Sie musste im Supermarkt lange warten und dann hat jemand ihren Platz in der Schlange genommen. Sie konnte sich kaum beherrschen, aber sie blieb ruhig. Trotzdem ist sie immer noch ein bisschen verärgert.
Mein Bruder Felix ist sehr stolz auf sich. Er hat kürzlich ein schwieriges Projekt in der Schule erfolgreich abgeschlossen. Er hat hart daran gearbeitet und jetzt freut er sich über das gute Ergebnis. Felix ist sehr fröhlich. Mein Bruder Felix ist sehr stolz auf sich. Er hat kürzlich ein schwieriges Projekt in der Schule erfolgreich abgeschlossen. Er hat hart daran gearbeitet und jetzt freut er sich über das gute Ergebnis. Felix ist sehr fröhlich. Mein Nachbar Karl ist sehr einsam. Er lebt allein und hat seine Familie nicht in der Nähe. Heute ist er besonders traurig, weil er niemanden zum Reden hat. Manchmal fühlt er sich verlassen. Mein Nachbar Karl ist sehr einsam. Er lebt allein und hat seine Familie nicht in der Nähe. Heute ist er besonders traurig, weil er niemanden zum Reden hat. Manchmal fühlt er sich verlassen. Eine andere Freundin von mir, Julia, ist heute sehr zufrieden. Sie hat einen neuen Kurs in Fotografie begonnen und lernt viele neue Dinge. Sie fühlt sich inspiriert und freut sich sehr, weil sie etwas Neues lernen kann. Eine andere Freundin von mir, Julia, ist heute sehr zufrieden. Sie hat einen neuen Kurs in Fotografie begonnen und lernt viele neue Dinge. Sie fühlt sich inspiriert und freut sich sehr, weil sie etwas Neues lernen kann. Mein Onkel Peter fühlt sich heute ziemlich gestresst. Er hat viel Arbeit und muss viele wichtige Entscheidungen treffen. Er hofft, dass er bald eine Lösung für all seine Probleme findet, aber im Moment fühlt er sich ein wenig überfordert. Trotzdem glaubt er, dass er es schaffen kann. Mein Onkel Peter fühlt sich heute ziemlich gestresst. Er hat viel Arbeit und muss viele wichtige Entscheidungen treffen. Er hofft, dass er bald eine Lösung für all seine Probleme findet, aber im Moment fühlt er sich ein wenig überfordert. Trotzdem glaubt er, dass er es schaffen kann. Meine Cousine Mia fühlt sich heute traurig und nachdenklich. Sie hat einen guten Freund verloren und vermisst ihn sehr. Sie denkt oft an die schönen Momente, die sie zusammen hatten, und fühlt sich manchmal leer ohne ihn. Aber Mia weiß, dass sie auch wieder neue Freundschaften finden wird. Meine Cousine Mia fühlt sich heute traurig und nachdenklich. Sie hat einen guten Freund verloren und vermisst ihn sehr. Sie denkt oft an die schönen Momente, die sie zusammen hatten, und fühlt sich manchmal leer ohne ihn. Aber Mia weiß, dass sie auch wieder neue Freundschaften finden wird. Meine Mutter fühlt sich heute sehr müde. Sie hat viel gearbeitet und muss noch den Haushalt erledigen. Sie möchte eine Pause machen und sich entspannen.
Meine Mutter fühlt sich heute sehr müde. Sie hat viel gearbeitet und muss noch den Haushalt erledigen. Sie möchte eine Pause machen und sich entspannen. Mein Freund Alex ist heute sehr nervös. Er hat morgen ein wichtiges Vorstellungsgespräch und ist sich nicht sicher, ob er gut vorbereitet ist. Mein Freund Alex ist heute sehr nervös. Er hat morgen ein wichtiges Vorstellungsgespräch und ist sich nicht sicher, ob er gut vorbereitet ist. Meine Schwester Laura fühlt sich heute sehr erleichtert. Sie hat eine schwierige Prüfung bestanden und ist sehr stolz auf sich. Sie kann jetzt entspannen und die Zeit genießen. Meine Schwester Laura fühlt sich heute sehr erleichtert. Sie hat eine schwierige Prüfung bestanden und ist sehr stolz auf sich. Sie kann jetzt entspannen und die Zeit genießen. Mein Kollege Stefan ist heute sehr motiviert. Er hat einen neuen Arbeitsauftrag bekommen und ist gespannt, wie er die Aufgabe lösen kann. Er freut sich auf die Herausforderung. Mein Kollege Stefan ist heute sehr motiviert. Er hat einen neuen Arbeitsauftrag bekommen und ist gespannt, wie er die Aufgabe lösen kann. Er freut sich auf die Herausforderung. Jeder, den ich kenne, hat seine eigenen Gefühle und Erlebnisse. Manchmal sind wir glücklich, manchmal traurig, aber es ist wichtig, dass wir auf unsere Gefühle hören und mit anderen darüber sprechen. Jeder, den ich kenne, hat seine eigenen Gefühle und Erlebnisse. Manchmal sind wir glücklich, manchmal traurig, aber es ist wichtig, dass wir auf unsere Gefühle hören und mit anderen darüber sprechen.